Ken. Nice to have you here. So Ken, first question for me, how do you like the Essen Motor Show and the crowd here? Well, I'm very happy to be back here at Essen. It's a great motor show. I go to several of them around the world, but one of the things I really love about this show in Germany is just the amount of beautiful race cars that are here. So happy to be back here with Toyo. Actually, very happy to have my unicorn here on display, and great to see all these very enthusiastic motorsports fans that come out for this show also. Ja, er freut sich sehr, sehr wieder zurück zu sein. Letztes Jahr war er ja schon hier und freut sich vor allen Dingen, so viele coole Rennwagen zu sehen, neben den Tuning-Autos, und freut sich auch wieder hier bei Toyo zu sein. Er findet vor allen Dingen, dass die Essener sehr, sehr enthusiastische, sehr, sehr herzliche Fans sind. Also das war ein Kompliment an euch. So we have a Q&A session again like yesterday, and we got some questions we got from Instagram. For example, from Racy Estate. If he's here, raise your hand. Mr. Racy Estate. He asked concerning the Gymkhana video in Dubai. How was it possible to get everyone off the street, of the road? There was almost nobody. Wie war es möglich, eine Stadt wie Dubai so leer zu kriegen, die Straßen leer zu kriegen? Yeah, well, the great thing with working with a country like Dubai is they were very welcoming to what I do, and we're able to coordinate a lot of things that we wouldn't be able to do ourselves. So being able to work with some of the local cities there to be able to shut down certain areas was very good. But also the main road there in the middle of Dubai, they shut that down for only the second time in history to be able to do what we did there on that main street. So just very cool to be able to work with people that like what we do, what I do, and be able to give me those opportunities. Also er sagt, es ist ein Riesenaufwand, sowas zu realisieren, aber die haben natürlich auch sehr gute Connections und arbeiten das sehr, sehr gut mit der Politik, auch mit den Polizisten zusammen. Es war erst das zweite Mal in der Geschichte von Dubai, dass die Main Road, also die Hauptstraße, abgesperrt worden ist, und dafür war natürlich auch das ganze Team sehr, sehr dankbar. So, the next questions are coming from you. We want your questions and maybe you can come on the stage. Jetzt seid ihr dran, eure Fragen an Ken Block. Zeigt einfach mal auf wie in der Schule. Oh, da gehen einige Hände hoch. Ich mach mal den Start ganz rechts. Oh, der hat schon ein cooles Trikot an. Was steht da drauf? PD. PD Block? Also ob er mal in Deutschland über Nürburgring driftet. Okay, come on the stage. PD wants to know if you would like to drift in the green hell on the Nürburgring. Yeah, absolutely. It's one of the most incredible tracks in the world, so hopefully someday I get the opportunity. Er würde es sehr, sehr gerne machen. Das ist einer der schwierigsten Rennstrecken auf der Welt und er möchte es auf jeden Fall mal machen. So, PD, das ist deine Cappy. Ihr habt euch schon die Hand gegeben. Dein Autogramm von Ken Block. Cool. Kriegen wir mal einen Applaus für PD Block. He's a race driver as well, driving kart sports. Nice. Okay, nächste Frage von der Dame hier vorne. Oh, er hat noch einen Rennanzug. Was ist deine Frage? Was ist dein Lieblingsdriftort? Okay. So the next question is, what is your favorite place to drift? That's a difficult question. I would say just about anywhere. I have some favorite roads in the world that I like to race on, which means a lot of sliding around, which is the rally roads in New Zealand. But as far as just regular drifting, I mean pretty much anywhere, as long as there's grip. Also er fährt eigentlich überall gerne, driftet überall gerne, aber es gibt so ein paar Straßen, die sehr kurvenreich sind, zum Beispiel eine in Neuseeland. Ich finde, das war eine sehr gute Frage. Du darfst aufs die Bühne. Wie heißt du? Jana. Diana. So, meet Ken, das ist deine Cappy, dein Autogramm. Und die nächste Frage. Nächste Frage kommt von ihm hier. Wie viele Reifen verbrauchst du in einem YouTube-Video? In einem Video. Okay, how many tires do you need for just one video? Gymkhana. Gymkhana? Okay. It takes about 40
40 tires for about 4 days of filming. Kind of depending on where we're at though. Like Climb Kana took a lot less than that. Those tires are big, thick chuck tires, and they last a lot longer. So, but the Unicorn burns up tires much quicker, so that it actually takes about 40 for about 4 days of filming. Also er braucht 40 Reifen, 4 Tage, jeweils 10 Reifen am Tag und der Huni-Truck, der verbrennt die Reifen noch viel schneller. Komm auf die Bühne, wir brauchen auch noch deinen Namen. Patrick. Patrick, this is Ken. And your cappy. Next question. Nächste Frage. Ich gehe jetzt einmal, das habe ich gestern nämlich gar nicht gemacht, da haben sich Leute beschwert, so ein bisschen weiter nach hinten. Die Dame da mit den blonden Haaren, du darfst mal nach vorne kommen, damit auch jeder eine Chance hat. Wir haben nämlich Leute übernachtet, um ganz vorne zu stehen. So, the next question is coming from her. Come on the stage. Hi, wie heißt du? Janina. Janina, what is your question? Was ist dein favorite drift car? Ja. What's your favorite drift car? And why? My favorite car is actually right there. It's the Unicorn. It's a 65 Ford Mustang built by RTR. It's just twin turbo, 1400 horsepower. Is incredible, but also just the way that it moves, that handling characteristics of that car just make it incredibly fun. Good question, Janina. This is Ken. Und die Antwort war, natürlich ist es der Unicorn, der 1965er Ford Mustang mit 1400 PS, nicht weil er einfach mega stark ist, weil auch das Handling einfach geil ist. Next question, ich gehe jetzt nochmal ganz nach rechts, wir haben Zeit, wir haben ganz viel Zeit und die Frage kommt von dir. Komm mal mit nach oben erstmal. So first, shake hands with the Drift King. Wie viele Autos er schon kaputt gefahren hat bis hier. Okay, how many cars did you destroy completely? Well, I race rally cars and Gymkhana, so these things happen. But through my whole career, I think in about 15 years of racing, about 2 cars. So 2 bad wrecks. A lot of times cars can be easily repaired, but if you damage the actual shell too much, then they have to replace the whole shell. So that's when things get expensive. Also in 15 Jahren gerade mal 2 Autos komplett geschrottet und ansonsten kann man die auch immer sehr, sehr gut reparieren. What was your name? Wie heißt du? Ben. Der Ben. Kriegt der Ben mal einen Applaus hier von allen? Gute Frage, Ben. Und mutig, ne? So hört sich das. Ja, hab keine Angst. Was ist deine Frage? Bist du schon mal richtig in eine Wand gekracht oder sowas? Also reingedriftet? Okay. Did you ever really horribly crashed the wall with your car? Like bam? I mean, not really. There's one video where I was doing the Formula Drift course at Irwindale, and I hit the wall so hard that I broke the wheel. But that's really as bad as it gets. Also eigentlich erst einmal, sodass er auch wirklich die Achse gebrochen hat, ansonsten noch nie so richtig. Wie heißt du? David. Ja, David ist cool. Okay, you have to get your autograph from Ken. He is cool. No problem, David. Okay, eine Dame. Hallo. In English. In English, okay. Okay, come on the stage. So the next question from, what's your name? Andrina. Andrina. Okay, what is your question? So my question is, what is your best advice for someone starting in your industry? So you're talking about actually being a race car driver? Okay. I would say the best advice I could give is to find a school to learn skills as quick as possible. Both, like myself, Travis Pastrana, Dave Mira, a lot of top drivers in the States all went through a school called Team O'Neill, but it just helps
get the basic skills up as quick as possible. So that's my simplest advice. Good question, Andrina. Yes, Applaus. Sie hat gerade gefragt, welchen Tipp kannst du geben, damit man solche Skills erlernen kann. Und sein Tipp war, dass man sich wirklich Mentoren sucht. Er hatte einige und von denen kann man am besten lernen. Er hat auch gesagt Schule, aber es gibt jetzt leider keine Grundschule oder so für Driften. Jedenfalls noch nicht. So, there is no real school in Germany to learn drifting, but you mean you have to have an idol, right? Who is able to show it? I don't know what you mean. Okay, so you just said it's necessary to have someone who show you, who's your teacher, right? Yes. Well, to me, I mean, to learn anything mathematics, you go to school. Same with driving. The best experience is learning it from someone who knows it better than you. So I'm still learning today. I want to continue to try and be the best that I can be, and you have to have that attitude with any type of sport like this, that you're always trying to learn. So starting at the basics, it's better to learn from someone than try and just figure it out yourself. Also man lernt einfach immer von Besseren und selbst Ken sagt, ich habe noch nicht ausgelernt, er lernt jeden Tag dazu. Man muss aber auch bereit sein zu lernen. Be open-minded. Okay, next question from you. Ich wollte mal fragen, wie das möglich ist, auszublenden, dass es bei solchen Strecken den Abgrund runtergeht und da kein Kiesbett ist und trotzdem so konzentriert und schnell das zu fahren. Okay, wie heißt du? Dominik. Dominic, come on the stage. How is it possible to have to not be afraid of falling down the mountain and to be concentrated all the time? How is it possible? Good question. I guess you have to turn off some smart brain cells every once in a while. I think the most important thing is experience, that every situation that I get into I try and understand as much as possible, and that goes from racing, from doing the recce to preparing for a road like the one in China, try and look and understand and figure everything out as much as possible before I get in the car. Also einmal die Erfahrung ist das Allerwichtigste und vor allen Dingen auch die Vorbereitung. Er kennt eine solche Strecke wie hier den Berg in China wirklich in- und auswendig, genau wie im Rallye-Sport früher. Gute Frage, deine Cappy. Und die nächste Frage, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen nach hinten. Der große Herr mit dem Bart, komm mal nach vorne bitte. Hi, wie heißt du? Hallo, ich bin der Thorsten. Thorsten, was ist deine... Komm erstmal in die Mitte. Das ist Ken. Okay, Thorsten, ich bin hinter dir. Was ist deine Frage? Meine Frage wäre, wie alt war Ken bei seinem ersten Drift und wo war das? Okay, how old was you when you're driving your first drift and where was it? When I was 15 was when I first jumped in my dad's truck and decided to try and slide it around, and I think around 16 is when I jumped my first car. So I've always been interested in that sort of driving, inspired by rally since I was very young. Er war 15. Wie alt bist du jetzt? 9. Okay, 9. He is 9 and he wants to drift as well. Deine Frage kommt gleich. Okay, Thorsten, erstmal deine Cappy, coole Frage. Was ist deine Frage? Wie schnell kein Block in den Drift fährt? Okay, come on the stage. Wie heißt du denn? Julian. Julian, hüpf mal hoch. How fast are you driving while you are drifting? What's your speed in a drift? It can be anywhere from 2 miles an hour doing a donut to 100 miles an hour. So really 5th gear is about the max that I've done a slide in. So that's probably around 100 miles an hour. Also wirklich von 2 Meilen pro Stunde in einem Donut bis zu 100 Meilen. Coole Frage. Wäre ich ja selbst nicht drauf gekommen. Bitteschön. Nächste Frage. Eine Dame mal wieder. Alle Herren runter. Warum hast du deine Hand nach oben? Okay.
When comes he back in the World Rallycross? Okay, come on the stage. You're from the Netherlands. Yes, Nice to meet you. What's your name? Wendy. Okay. You got the question? Okay, please repeat it. When you come back in the World Rallycross? Unfortunately, never. I have 3 young kids that I need to spend time with now, and they're starting to race. So that's why I'm doing more stage rally and stuff more in the States nowadays. World RX takes to race at the top years and full championship and all that. So I just don't have time anymore because of the kids. Yeah. Okay, gute Frage. Deine Cappy, sie hat gefragt, wann er wieder zurückkommt in die Rallye-Weltmeisterschaft. Er hat gesagt, ja leider nie mehr. Er hat einerseits 3 Kinder, die selber gerade anfangen Rennen zu fahren. Da möchte er natürlich unterstützen und es ist sehr, sehr viel Training und Arbeit auch da ganz oben mitzufahren. Okay, die nächste Frage aufzeigen. Der Herr mit dem schwarz-weißen Pullover. Dankjewel for your question. What is your question? Woher kommt die Leidenschaft zu den Bikes? Okay. Zu den Bikes oder? Okay. Come on the stage. Why do you love bicycles so much? Where does it come from? Well, I just grew up riding bikes and skateboards and snowboards, and so I live in the mountains, so I love to ride mountain bikes as much as possible. Er lebt in den Bergen, da fährt er Skateboard, Fahrrad, Mountainbike und daher kommt diese Leidenschaft. Gute Frage, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. Der Johann, yes. Jetzt schaue ich mal, wir haben noch 3 Cappies, sind noch 3 Fragen. Das ist immer so doof. Der junge Mann, der von der Mama hochgehalten wird, die Mama muss auch belohnt werden. Bring ihn mal nach vorne. Hüpf erstmal hoch. Wie heißt du? Jason, Jason, das ist Cam. Mach mal Fist mit Cam. Yeah. Wie ist deine Frage? wie lange hat er trainiert? How long did you practice before you start with the drifting? Or did you just start? Well, I started with rally, so I learned all my skills of car control with the all-wheel drive car, racing stage rally. And then eventually just transferred that over to driving more on tarmac. And the Gymkhana videos actually started off on a way for me just to learn more and more how to slide an all-wheel drive car on tarmac. And that just sort of grew and grew because of the videos being so popular. So it's been a lot of fun. So I really have all the fans to thank for all these fun things that I've been able to make. So thank you. Er hat sich gerade bei euch bedankt, weil auch das eine große Motivation ist, immer da dran zu bleiben. Seine Antwort war, dass er die Erfahrung mit der Zeit bekommen hat. Er hat wirklich mit dem Rallycross angefangen und mit jedem Rennen, aber auch mit jeder Trainingssession sein Niveau verbessert und ist jetzt da, wo er steht. Jason, good question. Your cap and your autograph. 2 Fragen haben wir noch. Geh ich nochmal nach ganz rechts. Da schreit einer. Was ist deine Frage? Sind Sie früher Kart gefahren? Okay. Meinst du mit früher die Jugend? Okay. Did you drive a go-kart in your youth? I drove very little go-karts. I actually really enjoy it, but I didn't have the experience like a lot of the race car drivers did growing up racing cars, so only very little. I actually rode a lot more motocross when I was young than karting. Yes. Wie war dein Name? Luis. Luis, du kriegst eine Cappy, kriegst ein Autogramm und ich übersetze sofort die Antwort. Bitteschön. Also er hat nicht diesen klassischen Weg gemacht, wie viele Formel-1-Fahrer machen. Erstmal Go-Kart und dann irgendwann Formel 1, wenn es gut läuft, sondern er ist ab und zu gefahren, aber nicht so häufig und hat sich dann viel mehr auf den Rallycross-Sport konzentriert. Die letzte Frage. Ja. Seit 3 Tagen bin ich da. Junger Mann. Nächster Drift in Gymkhana 2. Okay. What was your longest drift in Gymkhana 2?
That's a hard question. There weren't very many exceptionally long drifts in that one. There was a lot of very technical, difficult drifts. But I'd have to say the drift where I actually went under the shipping truck was probably the longest one. How many meters? Do you know it? Okay. Also unter dem Schiffscontainer, da drunter her ist er gedriftet, er weiß aber nicht genau wie viele Meter. Was war dein Name? Milan. Milan, that's Ken, you're a captain. And you know what? Come on the stage, buddy. Yes, you! Your moment. Thank you. Yes, you're welcome. What's your name? Daniel. Daniel, okay. Jump on the stage. From Croatia. Yes, here. So, Daniel, What is this? what is your question? What is this for a car? No idea. Thanks, Daniel. Runter von der Bühne. Okay. When you come to Croatia to drift, Okay, er fragt, ob er irgendwann nach Croatia kommt. Zastava. Nobody knows this car. Thanks a lot, okay. You're welcome. So now it's no Cappy. Yes. Das war jetzt erstmal die Q&A-Runde. Wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viel Zeit, dass ihr Autogramme bekommt. Ich möchte euch bitten, dass ihr wirklich nur eine Sache mitbringt. Gestern hat sich jemand ein Autogramm auf die Stirn geben lassen. Auch das ist möglich. Macht einfach nach vorne so einen kleinen Diener. Ken unterschreibt auf jeden Fall. Und ich fände es richtig cool von euch, bevor ihr jetzt gleich die Bühne verlässt und sich da hinstellt, dass ihr jetzt nochmal einen riesen Applaus spendet. Also, Ken Block in Germany! Thank you very much for being here. And now we have the autograph session. Thank you, Ken.